er ist unterm Apfelbaum hier gestorben. Wir saßen hier auf der Terrasse und haben gefrühstückt. Ich bin noch mal kurz rein, um irgendwas zu holen. Dann rief Juma mich und dann lag Marc da. Also, hä? Dann ist er halt da vor unseren Augen gestorben. Juma. Ich heiße Loraya und lebe hier mit meinem Sohn im Tiny House. Und vor einem halben Jahr ist mein Partner und der Papa von Juma hier ganz plötzlich verstorben. Die sind schon ziemlich überreif, die Oliven, aber letzte Woche war ich nicht da. Und ich ernte jetzt auch nur ein paar Essoliven fürs nächste Jahr. Und die Bäume sind auf unserem Land auch echt verkrüppelt. Das war halt immer eine Schafswiese und die haben übelst viel Rinde gefressen. Und die Bäume wurden auch immer krass gestutzt, also nicht schön geschnitten, sondern wirklich voll misshandelt im Prinzip. Aber dennoch geben sie jedes Jahr wunderschöne Oliven. Es hat so angefangen, dass unsere Freunde das Grundstück gekauft hatten damals und hatten uns dann eingeladen, auch vorbeizukommen, um zu gucken, ob es für uns hier passt. Und dann waren wir die Zweiten, die nebendran direkt halt ein Grundstück gekauft hatten. Genau. Und dann kam die nächste Family und noch eine Family und noch eine Family. Die eine ist inzwischen wieder in Deutschland, aber insgesamt sind wir jetzt 4 Familien, die hier zusammen mehr oder weniger wohnen oder so. Es ist so eine Mischung aus Community und Nachbarschaft. Jeder hat schon so seins und man kann über sein eigenes so bestimmen. Aber gleichzeitig wollen wir auch immer mehr Gemeinschaft so kreieren, dass wir zum Beispiel wie jetzt die Olivenernte, hey, lasst uns zusammen pflücken. Wir können auch den Überschuss an Olivenöl dann verkaufen und das packen wir dann in eine gemeinsame Kasse, mit der wir dann wieder was zusammen machen können. So. Genau, dass wir nicht so jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern schon mehr wirklich in dieses Gemeinschaftliche auch gehen. Was am Anfang super schwierig ist, weil jeder ist damit beschäftigt, seine Basic Needs zu stillen und du baust nicht gerade beim anderen das Dach mit auf, wenn es bei dir selber noch reinregnet. Und wir waren alle am Anfang so in dieser Phase, aber jetzt, wo wir schon gesettelter sind, ist es auch einfacher, zusammen Projekte zu machen, die jetzt nicht mehr nur dafür sorgen, dass man auch ein trockenes Dach über dem Kopf hat. So. Ich mache jetzt hier eine Suppe für die ganze Mannschaft sozusagen, weil heute oder das ganze Wochenende ist jetzt Olivenernte angesagt und da ist einer von uns immer dran mit Kochen dann und die anderen ernten so lange fleißig die Oliven, damit wir unser eigenes Olivenöl dann haben können. Also ganz ursprünglich haben wir ein Land gesucht, auf dem wir Permakultur und diese Reise, Transformationsreise zu sich selber zu vereinen. Und wir wollten einen Platz erschaffen, wo wir leben können, wo andere Menschen dazukommen können, wo wir Retreats hosten lassen können, irgendwann auch selber hosten können mit Yoga, Ecstatic Dance, tantrische Sachen, viel Körperarbeit. Genau, Trauma, Integrationsarbeit und so. Und dann haben wir ein Land gekauft, was nicht wirklich dem entsprochen hat, was wir uns erträumt haben, aber auch nach langer Suche irgendwann die Kraft nicht mehr hatten und gesagt haben, boah, wir fangen jetzt hier erstmal an. Okay, die erste Prio ist jetzt erstmal für uns als Familie, nachdem wir 2 Jahre rumgereist waren. Juma war inzwischen 2 Jahre alt und wir haben gemerkt, nee, wir brauchen jetzt eine Base einfach, wo wir leben können. Und haben dann erstmal was genommen, was halt suboptimal war und auf dem Weg einfach nochmal so viel gegeben, dass es zu viel war, um nochmal so ein Projekt von Anfang an anzufangen. So off-grid, das war hier eine Schafswiese, hier stand kein Baum, gar nichts. Auch die großen Olivenbäume, die hier stehen, die haben wir mit einem Bagger bekommen, weil die auch rausgerissen worden sind auf einem Nachbarland. Und da haben wir gefragt, ob wir die haben können und haben die dann hier eingesetzt. Ein paar haben es überlebt, ein paar nicht. Das war halt wirklich der Apfelbaum, das war der einzige Baum, der da war. Jetzt letztendlich, ich weiß ja nicht, ob er sonst auch gestorben wäre, ob das so, ob
ich denke auch diese Zerrissenheit und alles, das ist alles, auch wenn es eine physische Krankheit war, ich glaube, dass das auf einer mentalen Ebene einfach auch entstanden ist und der ganze Stress, den er sich natürlich auch selber mitunter gemacht hat, ne? Und den Heilungsweg verlassen, um halt der Familie ein Zuhause zu bieten und was zu bauen. Und jetzt ist es trotz allem irgendwie für Juma und mich gut, dass wir hier sind. Wir haben Familien um uns rum und woanders, wenn wir ganz alleine jetzt irgendwo in der Pampa gelebt hätten, gut, dann wären vielleicht auch Leute dazugekommen, ne? Aber ich muss jetzt hier nicht weg, ich kann hier leben bleiben. Und Juma ist hier total verwurzelt inzwischen. Dem geht es hier richtig gut. Er hat seine Freunde und die machen Flusswanderungen und dann gehen sie Drachensteigen und sind so selbstständig auch inzwischen und hat hier richtig so seine kleine Bullabü-Clique. Ja, hier unter dem Baum ist er gestorben. Wir waren hier am Frühstücken auf der Terrasse, saßen hier in der Sonne und ich bin kurz rein, habe irgendwas geholt. Dann habe ich Juma gehört, der mich gerufen hat und dann kam ich hierher und dann lag er schon hier. Und ich dachte erst, er macht einen Witz, irgendeine Breathwork-Technik oder so. Und gucke ihm in die Augen und sehe dann so diese Panik in seinen Augen und da wusste ich, okay, es ist irgendwas. Und dann habe ich geschrien und dann kamen auch gleich die Nachbarn. Und eine hat dann angefangen, ihm eine Herzmassage zu geben. Und wir haben den Krankenwagen gerufen. Dann bin ich mit einer anderen Freundin mit dem Auto dorthin gefahren, dass der Krankenwagen uns überhaupt findet hier mitten in der Pampa. Der war dann auch, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so später da. Und die haben dann auch noch was probiert, aber da war er im Prinzip schon nicht mehr wirklich lebensfähig, glaube ich, wenn er sie hätten zurückholen können. So. Ich dachte auch noch ganz lange, er wird es schaffen und das wird für ihn ein Nahtoderlebnis werden und das Leben kriegt nochmal eine ganz neue Wendung für ihn, aber Aber wie ist es denn für dich jetzt hier, diesen Platz zu sehen? Ich meine, das ist ja sehr präsent, das ist vor eurem Haus. Das ist komischerweise friedvoll. Der ist mit ganz viel Frieden gegangen. Das war ganz krass. Das haben auch alle anderen gesagt, die hier waren. Auch Leute, die so feinfühliger sind, auch für die Sachen, die so nach dem Tod sind, meinten, er ist mit ganz viel Frieden gegangen. Und das spüre ich auch. Manchmal, es gibt so Tage, da ist auf einmal dieser Frieden hier so ganz krass präsent auch. Und ich glaube, wenn es in der Wohnung passiert wäre, dann wäre es schlimmer. Weil dann wäre das so eingeschlossen in dieser Wohnung. Ne? Aber hier, das ist irgendwie... Es war sein Lieblingsplatz auf dem Land hier. Mal die Suppe rüber zu den Erntenden. Na, Charles? Wir haben es auch 2020, 2021 angefangen zu bauen. Da waren die Holzpreise auch, glaube ich, nochmal andere. Aber das Haus an sich hat ungefähr 15.000. Die Materialkosten sind das gewesen. Und das sind circa 30 Quadratmeter. Also 9 noch was mal 2 noch was. Ich glaube ungefähr 30 hatten wir mal ausgerechnet. Hier haben wir unsere kleine Badewanne. Und das ist der Boiler dafür, also das warme Wasser, ne, was von den Panels da draußen erhitzt wird. Genau, und hier unser Waschbecken, eine Trenntoilette. Und hier hinten sind halt so Elektrogedöns und Abstellkammer. Ein bisschen hübsch versteckt. Es ist eine Grauzone, aber Holzhäuser, jetzt auch hier in der Gegend, höre ich immer wieder von Leuten, die auch damit arbeiten, Holzhäuser zu bauen, dass es nicht nur geduldet, sondern sogar legalisiert werden soll. Und wir hatten auch mit einer Anwältin gesprochen und die meinte zu uns, ein Holzhaus könnt ihr hinbauen, solange die Grundfläche nicht versiegelt ist und bis zu 50 Quadratmeter ist es hier kein Problem. Also es ist eine Grauzone mit Holzhäusern hier zu bauen. Und alle Portugiesen rund um uns herum sagen, ja, gar kein Problem, hätten wir sowas in Spanien gemacht, hätte nach 3 Tagen die Polizei da gestanden und gefragt, was macht ihr hier so? Und hier leben wir seit 4 Jahren
unangemeldet auch tatsächlich. Und es fragt keiner was nach. Und natürlich weiß man nie, wie lange das gut geht, aber hier sind die Leute halt auch froh, wenn Menschen wieder aufs Land kommen und sind eigentlich uns sehr wohlgesonnen insgesamt. Mal sehen. Ich hoffe, der Wind reißt jetzt nicht nochmal ab. Oh, gute Qualität. Mach die Schnur da weg, die sieht nicht schön aus. Wir suchen immer wieder mal nach Leuten, die vielleicht auch eine Zeit lang hier bleiben wollen, um mitzuhelfen. Genau. Dann hatten wir noch andere Freunde, die zu Besuch waren drüben. Auf dem Nachbargrundstück, die haben mir dann geholfen, den Zaun zu bauen und alles im Sommer, sodass wir dann endlich unsere eigenen Hühner auch haben konnten. Ich lebe teilweise ein bisschen von den Einnahmen, die ich über YouTube bekomme, für die Vagusnervübungen, die ich dort anbiete. Und darüber finde ich dann auch die Klienten, die zu mir kommen, mit denen ich dann diese Triple-Vagal-Methode praktiziere. Und die reguliert das Nervensystem, wenn man jetzt an Traumafolgen zum Beispiel leidet. Also typische Traumafolgen sind Angststörungen, Panikattacken, Depressionen. Alles, wo man über- oder unterreguliert ist in seinem Nervensystem. Kurz gesagt, genau. Und da helfe ich den Menschen, einfach das Nervensystem wieder nachhaltig zu regulieren und Stück für Stück wieder dieses Stresstoleranzfenster zu erweitern. Ja, ich weiß nicht, der sieht eher ein bisschen traurig aus, der Garten. Da sind ein paar Bohnen und ein bisschen Kohl, aber ich habe da gerade nicht so die Muße und die Kapazität, viel im Garten zu sein. Und leider bin ich auch nicht so der Gartenmensch. Ideologisch ist es für mich voll wichtig, eigentlich einen eigenen Garten zu haben, aber es ist nicht so meine Passion. Ich brenne da nicht so für. Marc war voll der Gärtner und Permakulturist. Er war eher so der Earth Care Teil von einer Permakultur und ich eher so für People Care zuständig. Und ja, jetzt ist der Garten halt so ein bisschen vernachlässigt. Oh, die ist auch noch offen. Ja. Ja, hier ist noch so ein Außenklo, was ich aber auch zurzeit gar nicht nutze. Und noch ein bisschen Stroh gelagert, trocken für die Hühner. Also was man auf jeden Fall braucht, ist schon so eine Machermentalität, weil du musst hier unglaublich viel irgendwie können oder dir Wissen aneignen, um so ein Off-Grid-Leben zu leben. Und das habe ich selber auch nicht. Ich eigne mir jetzt immer mehr an, weil Marc schon der war, der einfach viel hier gemacht hat. Ich war dann eher jetzt in letzter Zeit fürs Arbeiten zuständig und Geld verdienen und ja, Haushalt und Kind. Und er hat halt tatsächlich mehr so diese Off-Gridder-Aufgaben gehabt. Und also wenn man jetzt jemand ist, der sagt, oh, ich würde so gerne so leben und dann so ein bisschen online arbeiten, aber eigentlich nicht so wirklich viel Lust hat, draußen zu sein und auch Aufgaben draußen zu übernehmen, ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil es gibt einfach sau viele Aufgaben. Es gibt immer mehr, als du an einem Tag schaffen kannst. So. Und das ist gut, sich dann davon auch nicht überwältigen zu lassen. Aber das braucht es, glaube ich, so wirklich diese Lust, oh, ich habe Bock da anzupacken und Sachen zu machen. Hier haben wir das Wasser, was wir im Haus nutzen. Das kommt hier raus. Da haben wir eine Pumpe, also es sind 2 Pumpen drin. Einmal für einen Tank, wo wir das Wasser speichern, dass wir auch mal Gravidität nutzen können, falls Stromausfall irgendwie sein sollte, die Anlage nicht funktioniert oder so. Und genau, ansonsten direkt vom Brunnen hier ins Haus rein. Und die beiden Panels sind fürs Warmwasser im Haus. Da haben wir so ein, wie nennt man das?
so ein Boiler quasi, und der wird damit erhitzt, mit den Panels. Die stehen jetzt halt noch ein bisschen doof. Eigentlich wollten wir hier auch noch was bauen, dass die auch gen Süden zeigen, weil so werden sie im Winter halt nicht so sehr bestrahlt. Und wenn das Wetter doof ist, ist mit dem warmen Wasser auch so ein bisschen mau. Und ansonsten haben wir hier die Panels und das gibt uns all den Strom, den wir hier brauchen. Die Leiter hier und das ganze Geländer am Bett, das war vom letzten Jahr. Da hatten wir einen riesengroßen Sturm und oben auf unserem Land, da ist ganz viel Eukalyptus umgeflogen. Also da stehen halt so ein paar Eukalyptusbäume einfach und einige davon sind umgefallen. Und da ist dann das hier draus entstanden. Und hier, das war eigentlich erstmal so provisorisch gedacht, weil wir irgendwas brauchten als Schutz, gerade als wir eingezogen waren damals. Und dann fanden wir es irgendwie ganz lustig, hier diese Schilder zu haben, die auch oben auf dem Land in der Scheune waren. Die sind jetzt irgendwie noch geblieben. Das hier ist ein Parksverbotsschild, das habe ich aber noch angemalert gehabt dann. Jetzt alleine mit Juma ist es viel einfacher hier zu leben, als die ganze Zeit zu dritt aufeinander zu hocken. So. Und das sage ich nicht, weil Marc weg ist oder dass es gut wäre, um Gottes Willen, das nicht. Aber man läuft die ganze Zeit so in einanders Raum rein. Niemand hat so wirklich Platz, sich selbst zu sein. Ich fange jetzt auch erst wieder an zu malen. Das hatte ich mich vorher nicht getraut, diesen Raum zum Malen mir zu nehmen. Das hätte gar nicht reingepasst zu dritt so. Und jetzt ist deswegen, wir haben auch immer gedacht, wir müssten eigentlich noch ein zweites Tiny House hinstellen, um diesen zweiten Raum zu schaffen. Aber gleichzeitig das zu tun an einem Ort, der es ja nicht ist, hat auch keinen Sinn gemacht, noch mehr zu investieren in etwas. Und gleichzeitig hat es als Grundlage für uns als Familie noch nicht gereicht. Das war uns auch immer klar. Wir dachten, dass wir dann vielleicht so ein Konzept haben von, okay, wir sind im Herbst hier und im Frühling und im Winter gehen wir irgendwie auf Reisen und im Sommer sind wir in Deutschland oder sowas. Weil ich hatte hier irgendwie Gold, jetzt versuche ich ein bisschen Silber. Ich weiß noch nicht genau. Ja, der Baum kriegt wahrscheinlich noch 1000-mal einen Makeover. Aber es ist auch mal ein schöner Prozess irgendwie so. Ich stehe hier ganz oft und mal einfach und bin dann so in Gedanken bei Marc. Ich glaube halt inzwischen total daran, dass das Leben weitergeht nach dem Tod und dass wir im Prinzip den Aggregatzustand wechseln. Und da bin ich dankbar, dass ich einfach Jahre zuvor mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ja, ich bin atheistisch aufgewachsen und dachte immer, die anderen glauben, dass es nach dem Tod irgendwas gibt und ich weiß, dass das Leben nach dem Tod endet. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ist auch ein Glaube, den ich habe. So. Und ja, einfach auch durch das Lesen von vielen Büchern von Menschen, die entweder Nahtoderlebnisse hatten oder auch Hypnosetherapeuten, die auf einmal mit Menschen Kontakt hatten, die aus anderen Leben sozusagen widersprechen konnten. Also vergangene Leben, wo einfach so viele Beweise für mich inzwischen da sind. Und auch spürbar, weil ich merke, dass Marc auf so gewisse Arten und Weisen ja kommuniziert. Zum Beispiel diese Herzwolke direkt nach seinem Tod, die dann wieder da war, als ich ihm ein Lied auf Gitarre gespielt habe. Diese weiße Federn, die in ganz besonderen Momenten gekommen sind, mehrmals. Ich weiß, dass er irgendwie immer noch da ist. Und wahrscheinlich geht es ihm jetzt sogar besser, weil diese Zerrissenheit nicht mehr da ist. Und er kann ja, ich glaube, er kann das Leben jetzt ganz anders genießen. Also so komisch es klingt, aber ich glaube, dass er, ja, letztendlich, wenn man es aufs große Ganze nimmt, ist dieses Leben so schnell wie ein Augenblinzeln. Ne? Und man macht einmal die Augen auf und macht man sie wieder zu. Und dazwischen ist dieses andere. Und da ist er jetzt, glaube ich, wieder. Und einfach so frei, weil sein Körper durch diese Small bis Bechterew, ne, das hat ihn auch so unfrei gemacht. So eingesperrt in diesem Körper. Und mental war er oft schon so viel weiter irgendwie. Und trotzdem hat ihn das natürlich auch frustriert, immer diese Starre, in der er gefangen war, die meiner Meinung nach auch eine Traumafolge ist. In unseren Herzen hast du immer einen riesengroßen Garten, in dem du lebst und
und für immer mit uns lachst. Ich schick die Liebe in den Himmel und du schickst Herzwolken zurück. Das Leben endet nicht nach dem Tod, das weiß ich jetzt zum Glück.